Hey Homa-Freaks und schön, dass ihr dabei seid bei dem heutigen Thema der Depression. Es geht heute um die Symptome, die ich bestmöglichst nicht sentimental darstelle, um euch eine gute Information darüber zu geben, wie Depressive vielleicht aussehen könnten, beziehungsweise wie man sie erkennen kann und was wirklich dahinter steckt, was sie tun und warum sie es tun. Dieses Video ist in 4 Kapitel unterteilt. Zunächst die körperlichen Merkmale, danach die Handlungen, die Gedanken der Depressiven und dann zu guter Letzt die Gefühle einer depressiven Person. Körperliche Symptome. Eins der wenigen Merkmale, die die Medien tatsächlich vertreten, ist, dass Depressive häufiger und länger krank sind. Denn unter dieser psychischen Krankheit leidet auch der ganze Körper, sodass es oft Fehlfunktionen gibt oder der Depressive sich einfach nicht wohlfühlt und so häufiger krankgeschrieben ist, beziehungsweise sein Körper auch länger braucht, um Krankheiten zu verarbeiten. Besonderes Merkmal kann auch eine ungewöhnliche Statur des Depressiven sein. So ist Übergewicht zum Beispiel sehr gewöhnlich, denn Essen ist oft die einzige Freude am ganzen Tag und vor allem Zucker ist eine sehr gute Droge, um einen glücklich zu machen. Andererseits kann auch das ganze Hungergefühl einfach wegfallen, sodass Depressive quasi vergessen, etwas zu essen und sich stetig daran erinnern müssen, überhaupt noch sich zu ernähren. Bekanntes Merkmal kann genauso die Müdigkeit oder auch darunter leidende Augenringe sein, denn Depressive können nachts häufig nicht schlafen bzw. haben auch einfach Schlafstörungen. Das wohl offensichtlichste eines Depressiven sind die Selbstverletzungen. Die meisten ritzen sich und so bleiben Narben oder auch zumindest für kurze Zeit Wunden vorhanden. Es gibt aber noch andere Sachen, mit denen man sich selbst schaden kann. Zum Beispiel fügen sich viele auch Schäden an den Handflächen oder auch an den Knöcheln zu, die halt nicht ganz so auffällig sind. Depressive zeigen selten Haut. Das heißt nicht, dass sie den ganzen Tag mit einem schwarzen, langärmeligen Pullover rumrennen, sondern einfach, dass sie etwas anziehen, in dem sie sich wohlfühlen. Und meistens, oder die meisten fühlen sich wohl in etwas, das ihre Haut bedeckt. Einfach, weil sie in ihrem Körper unwohl sind. Ein Problem, das ehrlich gesagt nur die Partner oder die wenigsten Leute wirklich entdecken können, ist der fehlende Sexualtrieb bzw. das Ändern von irgendwelchen Verlangen. Kopfschmerzen können auch ein gutes Zeichen für Depressionen sein. Primär treten sie verhäuft oder einfach wesentlich stärker auf als bei normalen Menschen. Das kann kommen, weil sie gestresst sind oder weil die körperliche Belastung für sie zu viel ist. Das Handeln einer depressiven Person. Um das nochmal zu erwähnen, viele Depressive tun sich selbst etwas an, um sich daran zu erinnern, dass sie leben, bzw. um etwas zu fühlen oder sich von Gedanken abzulenken. Die meisten jedoch ziehen sich zurück und isolieren sich. Denn ansonsten müssten sie eine Fassade aufbauen, damit sie anderen Leuten vortäuschen können, dass es ihnen doch gut geht. Dass dies aber in einer Endlosspirale endet, ist den wenigsten bewusst, beziehungsweise sie ignorieren es, weil es für sie der einzige Trost oder die einzige Ruhe ist, die sie vielleicht noch finden. Die meisten Depressiven brauchen auch viel länger, um etwas zu tun, was für die meisten Menschen natürlich erscheint. So wie sich morgens fertig machen. Dafür brauchen Depressive viel länger, um sich einfach für den Tag wirklich vorzubereiten, geistig. So fällt das Schuhe zubinden oder auch einfach das Duschen morgens meistens länger aus und braucht für sie viel mehr Energie als für den Standardmenschen. So, um der Ganzen noch eine Krönung zu geben, lächeln die meisten Depressive. Sie probieren zu verschleiern, dass es ihnen schlecht geht und wollen der Welt klar machen, vielleicht auch sich selbst, es wird wieder. In den wenigsten Fällen ist es so, dass es von selbst einfach besser wird. Deswegen sind die guten Freunde da, um diese Symptome allein vom Verhalten zu erkennen, um zu helfen. Die Gedanken einer depressiven Person. Der Pessimismus scheint wohl für Depressive Alltag geworden zu sein. Selten kommen positive Gedanken raus, meistens eher in einer Endlosschleife, die immer negativer wird. Doch diese Gedanken sind nicht wahllos, sondern haben meistens einen konkreten Sinn. Viele fürchten sich auch vor der Zukunft und wissen nicht, was sie tun oder machen sollen. Sie wissen nicht, welche Entscheidungen sie treffen sollen und sind sich sehr, sehr unsicher in dem, was sie tun. So vermeiden sie es auch, Entscheidungen zu treffen, da sie simpel Angst haben, etwas Falsches zu tun oder auch einfach nicht wissen, was richtig für sie sein könnte. Die meisten depressiven Gedanken verfallen auch in Selbstvorwürfe oder selbst Schuldzuschreibung. Denn die meisten Depressiven geben sich selbst die Schuld für fast alles. Genauso wie sie sich selbst nie genug sind. Denn auch wenn sie einiges sehr gut können, gestehen sie es sich nicht ein, sondern suchen immer noch wen Besseres, um sich mit ihm zu vergleichen. Und gibt es etwas, in dem sie nicht gut sind, zieht es sie noch mehr herunter. In den wohl fortgeschrittensten Fällen kommt es auch vor, dass das Leben als sinnlos erachtet wird. Man versteht den eigenen Sinn nicht mehr, warum man selbst da ist und sucht sich irgendwo die Begründung,
Doch es gibt keine richtige Begründung. Das ist ihnen aber nicht klar, denn das Leben kann man nicht logisch begründen. Gleichzeitig kann es auch so weit kommen, dass das komplette Leben in Frage gestellt wird. Das heißt nicht sein eigenes, sondern das Leben an sich. Aber nicht nur das Leben wird oft in Frage gestellt, sondern das Handeln an sich. Warum man irgendetwas tut, so vermeidet man oft, Dinge zu tun, die man früher getan hat. Man macht sie einfach nicht mehr, man sieht keinen Sinn mehr dahinter. Und im Zuge dieses Infragestellen sind Selbstmordgedanken natürlich auch fast immer präsent. Für viele mehr, für viele weniger. Es hängt von der Person ab, sind aber dennoch niemals zu unterschätzen und immer wahrzunehmen und zu beachten. Depressive Menschen haben oft Konzentrationsstörungen oder Schwierigkeiten und können sich Sachen sehr schlecht merken. Ihr Kopf ist voll von Gedanken und so passt wenig Neues hinein. Die Gefühle eines Depressiven. Nun, das wohl offensichtlichste und meist verbreitetste Gefühl ist das Traurigsein oder das Deprimiertsein. Das Ganze lässt sich aber noch weiter aufsplitten, denn zum Beispiel ist Hoffnungslosigkeit ein riesiger Faktor davon. Die wenigsten haben noch Hoffnung, glücklich zu werden und wissen nicht, wie der nächste Tag aussieht. Sie haben Angst davor und haben irgendwann keine Hoffnung mehr weiterzukämpfen. Oft haben sie auch das Gefühl, nicht mehr richtig Freude empfinden zu können. So sind Gedanken für sie immer präsent und ziehen sie nach kurzem Freuen auch wieder gleich herunter, sodass es für sie nicht mehr als Freude wirkt, sondern nur wieder als Erinnerung an das Schlechte. In diesem Zusammenhang fühlen sie eine innere Leere, als wären sie gar nicht sich selbst, sondern irgendwer anders, den sie nicht kontrollieren können, jemand, der nicht ist wie sie und dass sie ein Niemand sind. Die bereits erwähnten Gedanken über Selbstzweifel und Schuldgefühle treten auch wieder als Gefühl auf, denn sie sind für sie präsent. Sie sind sich selbst meistens nicht genug und suchen die Fehler an sich selbst. Es kann auch zu Angstattacken oder Angstzuständen kommen, da der Depressive vielleicht einfach überfordert mit irgendeiner Situation ist, die für die meisten Leute als fast ganz normal angesehen wird. Hinzu kommt, dass sie oft sehr gereizt oder aggressiv wirken, da das Wenige, an dem sie sich noch festhalten können, ihrem eigenen Wissen, von anderen argumentiert oder diskutiert wird. Das wollen sie nicht zulassen und fangen dementsprechend gereizt an, darauf zu reagieren, um sich selbst zu verteidigen. Diese Gedanken und Gefühle können so also auch erklären, wieso Depressive so aussehen oder so handeln. Einige sind müde, da sie aufgrund ihrer Gedanken nicht schlafen können. Andere essen wieder zu viel oder zu wenig, weil ihnen die Schuldgefühle zu schwer auf den Magen liegen. Aber auch das Zurückziehen ist simpel daher, da sie sich selbst die Schuld geben. Und wenn jemand, der immer nur ein Klotz am Bein ist, zumindest denken sie, dass sie wären es. Wenn jemand immer nur ein Klotz am Bein ist, möchte doch sicherlich auch keiner mit denen was zu tun haben. Aber das ist falsch. Freunde wollen helfen. Das erkennen sie aber sehr, sehr selten. Auf die Frage, wie man damit umgehen soll, kommt es immer auf die Person an, mit der man gerade handelt. Denn einige können damit besser umgehen, wenn man sie kritisiert, andere weniger. Ich denke, die meisten sollte man darauf ansprechen, dass das nicht okay ist, wie sie handeln. Dass das Zweifeln am Leben etwas ist, an dem sie arbeiten möchten und ihnen dabei helfen möchten. Und das aggressive Feedback, was sie von den Depressiven bekommen, sie verletzt hat. Aber das ist nicht weiter Schlimmes, sondern dass man mit ihnen arbeiten möchte, dass man immer noch sehr gut befreundet ist oder halt die Nähe weiterhin sucht. Es ist sehr schwer, sich mit Depressiven auseinanderzusetzen, da man sie sehr leicht verletzen kann. Und das erfordert selbst auch eine Menge Energie. Ich empfehle immer noch, wenn irgendwas ist, Psychologen oder Therapeuten oder Psychotherapeuten sind dafür da. Und es lohnt sich, sie mal anzurufen und es kann einem nichts Schlimmes passieren. Sie können immer nur helfen. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass nicht jeder Depressive jedes dieser Symptome aufweist. Viel eher ist entscheidend, wie er sich fühlt und wie er sich verhält. Darüber hinaus ist der Härtegrad sehr schwer einzuschätzen und Depressive vernachlässigen oder schätzen ihn viel zu gering ein, sodass sie sich selbst als unwichtig darstellen. Also passt auf eure Freunde, Verwandte oder Bekannte auf. Dieses Thema ist natürlich sehr ernst. Ich hoffe, es auch mit genug Respekt zu behandeln, aber es nicht zu traurig rüberkommen zu lassen. Auch wenn ich wenig lache, das liegt nur an dem Resting Bitch Face Syndrom, ein schönes Syndrom, müsst ihr mal googeln, bin ich doch sehr glücklich, darüber reden zu können. Deswegen tut mir leid, wenn ich mal nicht immer meine Mundwinkel oben habe, sondern halt auch mal einfach gelassen hier sitze. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.